Schönen guten Morgen, liebe Community. Hier ist mal wieder Chrissy und es geht weiter mit der Print NC V4. Wie ihr seht, ich bin schon ein bisschen weiter. Der Chrissy hat schon die Winkel hier befestigt. Diese Winkel habe ich selbst gebohrt. Ihr seht es, die Schrauben habe ich etwas nach innen gezogen. Und die stehen auch ein bisschen über, weil meine Winkel sind ein bisschen größer. So, jetzt ziehe ich mal die Achse zu mir. Und da gibt es dann auch noch einen weiteren Hinweis. Diese Halter für die Schleppketten sind unterschiedlich. Es gibt einen oberen und einen unteren. Ich habe viermal die gleichen gedruckt. Hat nicht gepasst. Ja? Der ist oben drauf gerade und der andere ist innen drinne gerade, da wo die Kette drauf liegt. Ja? Zur Kette gibt es auch noch was zu sagen. Die Ketten werden in Meterenden geliefert vom Chinesen. Hier müsst ihr dann auf die entsprechenden Längen einstellen, eure Achsen. Das heißt, ihr macht die eine Seite fest und dann legt er sie euch hier auf diesen Halter und der muss da schön gerade drauf gehen. Ja? Und um diese Ketten im Prinzip zu verlängern, ist auch ganz simpel. Man nimmt einfach die gelben Pupsis raus hier, die kann man einfach rausstoßen mit einem Schraubenzieher von innen. Dann nimmt man einen Schraubendreher, muss ich ja sagen, fährt hier rein und kann diese Stege rausklicken. Ja, und dann kann man die Ketten entsprechend verlängern. Ja. Das müsst ihr auf beiden Achsen machen. Ich musste beide verlängern. Das heißt, bestellt euch nicht 2 Ketten, sondern vielleicht 3 oder 4, je nachdem, wie lang eure Achsen sind. Ja. Was ich natürlich auch noch gemacht habe, ist, ich habe mit den entsprechenden Bohrhilfen hier die Endstops befestigt und natürlich auch hier die Halter dann an den, ja, also die Halter habe ich hier auch entsprechend dann festgemacht. Dazu gibt es für die Y-Achse so eine komische gebogene Bohrhilfe, ja, und für die X-Achse gibt es dann hier so eine gerade und die wird dann einfach hier so reingeklickt, ihr seht das, ja. Und da habt ihr dann die entsprechenden Bohrlöcher für den Halter und für den Dings hier. Und die unteren Löcher hier, die hier zu sehen sind, die sind dann halt dafür, ja, für das Ding. Und jeweils auch die oberen sind für den Halter und die unteren Löcher sind dann für die Schleppkettenhalterung. Ja. Genauso für die Stege, also die Halter, hier diese Halter, ja, die könnt ihr dann auch hier mit den unteren Löchern bohren. Ja, man sieht das auch sehr schön, wenn man das hier so dran hält. Ja, da seht ihr die entsprechenden Löcher, die könnt ihr dann bohren. Ja. So, dann habe ich natürlich hier auch noch die 5 Löcher gebohrt für unsere Z-Halterung. Das ist in dem Fall die Bohrhilfe 8B. Ja, da seht ihr, habt ihr wieder diese Kante, die legt ihr einfach hier an und dann sind das in dem Fall 1, 2, 3, 4, 5 Löcher. Die oberen beiden nehmen wir nicht. Ja. So, soweit auch klar. Das hat er auch fertig gemacht. Andere Seite der Winkel ist auch dran. Ne? Links, rechts beschriften. So, und dann habe ich natürlich auch noch den Winkel gebohrt. Ja, bei dem Winkel ist es auch ganz simpel. Da haben wir die Bohrhilfe Nummer 9B, 5 mm M6. Die kommt dann hier rein, ja, das sind dann die entsprechenden Löcher. Und wir haben natürlich die Bohrhilfe Nummer 9A, 7 mm, ja, die ist dann auch ganz simpel. Dann nehmt ihr den Winkel, dreht ihn einfach um und dann kommt die einmal hier hin und dann die einmal dahin. Ja, und dann habt ihr auch die entsprechenden Löcher, die ihr benötigt. Dabei muss dieser Pfeil immer zur Kante des Winkels zeigen. Ja, also einmal so, ja, hier ist der Pfeil zeigt zu dieser Kante und umgedreht zeigt der Pfeil auch zur Kante. Ja. Und dann habt ihr auch die entsprechenden Löcher für den Winkel. Der Winkel kommt ja dann nachher hier drunter mit den 2 zusätzlichen Wagen. Die habe ich aber leider bei der Vormontage, habe ich die Wagen vergessen dran zu bauen. Deswegen kann ich den jetzt noch nicht dran schrauben, brauchen wir auch noch gar nicht, denn das werde ich noch machen. Die werde ich noch raufschieben, die Wagen. Und dann werden wir anfangen, die Z-Achse zu bauen. Und wenn dann alles soweit zusammenpasst, also wenn die Z-Achs-Plate, also die Z-Plate, wenn die mit den Löchern hier übereinstimmt und das alles verschraubbar ist, ja, und wir da nichts nacharbeiten müssen, dann können wir schon das Pinseln anfangen. Und da muss ich mir mal was überlegen, weil draußen sind ja irgendwie 3 Grad minus oder so. Ja, weil wir können ja nicht einfach bei 3 Grad minus pinseln. Ja, so, was ich dann natürlich auch noch habe, ist hier fürs Flexi-Haul eine entsprechende Halterung. Die findet ihr im Electronics Enclosure. Also es gibt einen mechanischen 3D-Plan und es gibt einen elektrischen 3D-Plan. Das findet ihr alles in den V4-Files im Discord. Und da gibt es dann halt diese Hutschienenhalter fürs Flexi-Haul hier mit so M2,5, M3 Schrauben zusammengeschraubt. Ja. Und da habt ihr dann Flexi-Haul-Halter und da könnt ihr dann einfach
das Flexi-Roll da so draufschrauben. Ja. Wir haben hier auch noch die Bohrhilfe für die Spindelklammer. Da sehen wir auch mal, was das für ein Oschi werden wird. Meine Spindel ist leider noch nicht da. Die soll am 18. Februar kommen, also müssen wir mal gucken. Das für die Spindelklammer, die müssen wir nämlich selbst bohren. Das heißt, die haben wir auch schon ausgedruckt, die Bohrhilfe. Ich weiß gar nicht, wie heißt die, denn eigentlich hat die einen Namen. Ne, die hat keinen Namen. Das ist Spindelklammer, Bohrhilfe. Ja, und ihr seht natürlich auch, was der Chrissy hier noch hat. Hier ist noch eine kleine Überraschung dann für euch. Das ist mein Wireless Pendant, wie auch immer man das nennen will, Handbediengerät, Wireless. Da werden wir vom Francis, dem Erfinder vom NC-Sender, das wird nachher nämlich unsere G-Code-Sendesoftware, der hat ja, eine Software dafür geschrieben, das ist ein PiBot Version 4.0, so heißt dieses Handrad. Und dafür hat er eine alternative Firmware geschrieben. Das ist eigentlich für Fluid NC, aber er hat eine alternative Firmware geschrieben, die mit NC-Sender funktioniert. Es soll aber von PiBot auch irgendwann eine GAB Hall eigene Software kommen. Müssen wir mal gucken, ob wir da dann aufs Dings drauf kommen, aufs Flexi Hall. Wir haben ja noch Zeit. Also bis dahin gibt es die Software bestimmt schon, weil der Francis will halt $30 für eine Lizenz pro Handrad haben. Und naja, da müssen wir mal gucken. Francis hat mit NC-Sender ein sehr, sehr gutes Programm entwickelt. Und auch diese Handradsteuerung ist ziemlich cool. Da werde ich auf jeden Fall auch mal die 30 € investieren und werde mir mal die Software von ihm angucken. Ne? Aber eine Dauerlösung weiß ich nicht, ob es das wird. Ich finde so Paywalls immer nicht schön. Francis hat sich aber Mühe gegeben, hat das Ganze programmiert. Also warum soll man den Entwickler auch nicht unterstützen? Ne? Also das ist eine gute Idee. So, dann haben wir hier natürlich auch schon ein paar Sachen vorbereitet für das Electronic Enclosure. Da könnt ihr einfach im 3D-Bild, in Fusion 360, diese Funktion des 3D-Druckens nehmen. Ihr sagt einfach 3D-Drucken, dann sagt Fusion, welches Teil willst du denn exportieren? Und dann klickt ihr einfach diesen Rahmen an. Ja, das ist der Rahmen. Hier kommt nachher der Frequenzumrichter, das Frequenzumrichter-Display hin rein. Und wir haben hier natürlich unsere entsprechenden Knöpfe, die wir brauchen. Ja, und ja, diese Sachen müssen wir natürlich dann unten in unser Elektronikkabinett rein sägen, diese Löcher. Und um jetzt nicht irgendwelchen Blödsinn zu sägen und mich hinterher zu ärgern, habe ich hier so einen Rahmen von einem Lüfter ausgedruckt. Der hat nämlich dieses große ovale Loch, ist nämlich genau das, was wir brauchen, um dann später hier genau die richtigen Größen auszusägen. Ja, ihr seht es, für unsere Lüfter. Es kommen ja 2 Lüfter rein, einer rauspustend. Und diesen Rahmen können wir auch nehmen, um quasi das Loch zu bohren oder zu sägen mit der Stichsäge, damit dieser Rahmen da reinpasst. Ja, also das ist schon mal ganz cool. Was ich natürlich auch gedruckt habe, sind Deckel. Ja, also ihr seht hier, das sind jetzt die X-Deckel. Ja, die gehen ein bisschen schwierig rein bei mir, das soll aber so sein, damit die drin bleiben. Habe ich plus 1% größer gemacht. Ja, also das nur mal jetzt Hinweis. Dann haben wir hier natürlich noch die Halter für die entsprechenden Vago-Klemmen dann später und naja, noch einen Haufen anderer Kleinteile. Hier unter anderem für die Achse, ja, später dann. Die haben wir dann auch. Die sollen auch sich ein bisschen bewegen hier drin, weil wir brauchen ja ein bisschen Spiel. Das wird sowieso noch ein Thema, diese Ausrichtung. Und hier seht ihr dann auch nochmal eine andere Version der Vago-Halter. Das ist dann die für die Hutschiene. Da bin ich noch nicht so ganz begeistert von, weil wenn das wegbricht, das könnte wegbrechen von der Hutschiene, dann ja, die ganzen Kabel, da ist schon vielleicht ein bisschen Zug drauf. Also Zug ist da nicht drauf, aber wenn da Zug drauf wäre. Deswegen habe ich dann auch nochmal diesen Halter gedruckt. Ja, den findet ihr auch im Electronics Enclosure. Den können wir dann anschrauben. Ja, das ist mir dann ein bisschen lieber, das Ganze anzuschrauben. Ja, ihr könnt da einfach die Vagos reinklicken. Ich hatte mich anfangs entschieden, das Ganze mit reinklemmen zu machen, aber ich finde das mit den Vagos okay und die Vagos sind auch in Ordnung. Ja, also die kann man dafür auch verwenden, das ist kein Problem. Ja, prinzipiell gibt es da eigentlich keine negativen Dinge zu berichten, warum man keine Vagos nehmen sollte. Das sind sehr, sehr, sehr tolle Verbindungselemente, sage ich jetzt mal. Ja, also das ist der Stand. Jetzt muss Chrissy noch die Wagen da unten reinschieben. Da muss ich also meine Achse da nochmal aufmachen. Das Ganze dann unten die Wagen reinpacken. Die habe ich nämlich vergessen. Dann kann der Winkel rein. Dann können wir die Z-Achse dran probieren. Und wenn die Z-Achse passt, dann ist das alles schön. Dann können wir nämlich anfangen zu pinseln. Ihr hattet ja ein paar Farbideen. Also Kawasaki grün und Babyblau ist es nicht. Kann ich euch schon mal sagen. Aber ihr seid schon nah dran. Welche Farbe die Fräse bekommen wird.
Das hier ist nochmal das Gantry-PCB, der Gantry-PCB-Halter, der kommt hier hin, an diese Stelle. Das ist vom Logan, das findet ihr bei Logan Fraser. Das ist ja der Ersteller der V4 im GitHub. Ja, ich glaube, ich habe das mal im ersten Video verlinkt oder so. Wenn nicht, muss ich es nochmal unter das Video schreiben. Da findet ihr diese Gehäuse dann auch für und da findet ihr auch das Gantry-PCB. Und dementsprechend können wir dann damit, ja, sage ich mal, das Ganze dann auch verkabeln. Das machen wir dann bei der Elektrik. Das ist, also die Elektrik-Videos werden nochmal mindestens genauso viele werden wie die mechanischen. Da werden wir noch einiges machen. Und dann werden wir mit Sicherheit noch 20 Videos brauchen, um die Fräse dann in Betrieb zu nehmen, um euch jeden Schritt zu zeigen, den ihr da machen müsst, damit ihr eine funktionierende Fräse bekommt. Ja, das ist ja nicht alles. Dann kommt ja noch ein Tisch und ein Enclosure, also ein Gehäuse drumherum. Dann werden wir das noch dämmen, damit die Nachbarn nicht gestört werden. Dann kommen unten drunter noch Staubsauger und alles, also und Zyklonabscheider und so. Das wird alles noch ein bisschen tricky. Und ihr seht auch, da unten sind schon einige Sachen vorbereitet. Ja, also Filter und so weiter, Filtermatten, Hauptschalter. Da werden wir noch einiges machen müssen bei der Elektrik. Ja, so, dann machen wir mal eine kleine Übersicht hier. Ganz schöner Oschi, aber macht Spaß. Juti, wenn ihr noch Fragen habt, dann kommt in den Discord oder schreibt unten in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich natürlich über einen Daumen freuen und einen Kommentar eurerseits. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, Tschüssikowski, bis dann, Manski, euer Chris.